Was wäre, wenn der verzweifelte Versuch, Ihren Geist zu beruhigen, genau das ist, was ihn im Chaos hält? Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Stille, versuchen, Ihre Gedanken zu zähmen, doch stattdessen wächst die innere Unruhe. Der Lärm wird lauter, die Frustration steigt. Sie haben unzählige Male versucht zu meditieren, vielleicht Achtsamkeitsübungen ausprobiert. Doch am Ende fühlen Sie sich nur noch mehr wie ein spiritueller Hochstapler, der die tiefe Ruhe, von der alle sprechen, einfach nicht finden kann. Dieses Gefühl, dass Ihr Geist ständig gegen Sie arbeitet, ist keine Seltenheit. Es ist eine tiefe, fast universelle Erfahrung in unserer modernen, überreizten Welt. Die Angst, dass dieser Zustand der permanenten Unruhe, des Stresses und des Burnouts zu ihrem normalen Dasein wird, ist eine Last, die viele von uns stillschweigend tragen. Wir sind konditioniert zu glauben, dass wir ständig gegen unsere Gedanken und Emotionen ankämpfen müssen, als wären sie Feinde, die es zu besiegen gilt. Doch genau hier liegt das Paradox, die verborgene Wahrheit, die sowohl die buddhistische Weisheit als auch die moderne Neurowissenschaft auf überraschend ähnliche Weise enthüllen. In diesem Moment fühlen Sie sich vielleicht verloren im eigenen mentalen Lärm, unfähig, Stille oder Klarheit zu finden, egal wie sehr Sie sich bemühen. Diese Frustration ist verständlich. Die weit verbreiteten Wellness-Mythen versprechen oft eine schnelle Lösung, ein leeres Gefäß namens Geist, das man einfach leeren kann. Doch was, wenn der Weg zur inneren Ruhe nicht im Kampf liegt, sondern in einem radikal anderen Ansatz, der seit Jahrtausenden existiert, aber im Westen oft missverstanden oder gar als verboten gilt? Nicht im Sinne eines Dogmas, das absichtlich verborgen wird, sondern einer Weisheit, die so kontraintuitiv ist, dass unsere konditionierten Gehirne sie automatisch ablehnen, weil sie unseren tief verwurzelten Glauben an Kontrolle und ständiges Tun infrage stellt. Wir suchen nach einem Hack, einer Methode, um unser Gehirn zum Schweigen zu bringen. Aber der Geist, wie ein reißender Fluss, lässt sich nicht einfach abstellen. Die Erkenntnis, die wir heute teilen werden, wird Ihnen nicht versprechen, Ihre Gedanken sofort verschwinden zu lassen. Stattdessen wird sie Ihnen eine Brücke bauen, um Ihre Beziehung zu Ihnen grundlegend zu verändern. Sie werden verstehen, warum Ihr Geist sich selbst sabotiert und wie diese Erkenntnis, wenn sie richtig angewendet wird, zu einer Klarheit führt, die tiefer und dauerhafter ist als jede erzwungene Stille. Bleiben Sie dran, denn diese Einsicht könnte die Art und Weise, wie Sie Ihren Geist erleben, für immer transformieren. Die moderne Welt verspricht uns unbegrenzte Möglichkeiten und ständige Erreichbarkeit. Doch sie liefert uns oft auch eine innere Leere, die durch den pausenlosen Druck zur Selbstoptimierung noch verstärkt wird. Wir leben in einem Zeitalter, in dem der Wunsch nach innerer Ruhe fast zu einer weiteren Leistung wird, die es zu erbringen gilt. Sie kennen das vielleicht. Sie lesen Bücher über Achtsamkeit, hören Podcasts über Resilienz, aber der Kampf gegen den eigenen Kopf scheint nur noch intensiver zu werden. Die Erwartung, ständig positiv oder erleuchtet zu sein, erzeugt einen schmerzhaften Widerspruch. Wenn Sie sich dann nicht erfolgreich fühlen, schleicht sich das Gefühl ein spiritueller Hochstapler zu sein. Sie verstehen die Theorie, aber die Praxis scheitert immer wieder an der schieren Lautstärke Ihres inneren Dialogs. Diese Erfahrung ist zutiefst menschlich.
Studien an der Universität Leipzig und der Charité in Berlin zeigen, dass der anhaltende Druck zur Selbstoptimierung und der Vergleich mit idealisierten Lebensstilen signifikant zu Angstzuständen und Burnout beitragen. Es ist nicht ihre Unfähigkeit, ruhig zu sein, die das Problem darstellt, sondern oft der unerbittliche Anspruch, es zu müssen. Unsere Gesellschaft lehrt uns, Probleme zu lösen und Unbehagen zu vermeiden. Wenn der Geist unruhig ist, versuchen wir ihn zu kontrollieren, ihn zu reparieren, ihn zum Schweigen zu bringen. Doch der Geist ist kein defektes Gerät. Er ist ein komplexes, dynamisches System, das auf interne und externe Reize reagiert. Diese ständige Fixierung auf die Beseitigung von negativen Gedanken und Gefühlen verstärkt paradoxerweise genau das, wogegen wir ankämpfen. Es ist, als würden wir versuchen, einen Ball unter Wasser zu drücken. Je stärker wir drücken, desto stärker springt er zurück. Dieser Mechanismus der mentalen Selbstsabotage ist subtil und kraftvoll. Wir versuchen, die Symptome, die Gedankenflut, die Sorge, die Angst, zu eliminieren, anstatt die grundlegende Beziehung zu unserer Innenwelt zu überdenken. Das Paradox besteht darin, dass die Suche nach Kontrolle über den Geist oft zu einem Verlust an Kontrolle führt, zu einem Kreislauf aus Frustration und scheinbarem Versagen. Sie fühlen sich vielleicht ohnmächtig gegenüber ihren wiederkehrenden Gedankenmustern, gefangen in einem ewigen Kreislauf aus Grübeln und Sorgen. Dieser Modus des Autopiloten ist nicht nur ermüdend, er ist eine Form der mentalen Selbstfesselung, die uns davon abhält, das Leben wirklich in seiner ganzen Fülle zu erleben. Die Suche nach einer schnellen Lösung für die innere Unruhe ignoriert die tiefere Weisheit, die besagt, dass wahrer Frieden nicht im Kampf, sondern in der Akzeptanz liegt. Die buddhistische Weisheit bietet eine radikal andere Perspektive auf diesen inneren Kampf, eine Sichtweise, die sich unseren modernen Vorstellungen von Kontrolle und Optimierung hartnäckig entzieht. Ein zentrales Konzept ist Anicca, die Lehre von der Impermanenz. Alles ist im Fluss. Nichts ist dauerhaft, weder äußere Umstände noch innere Zustände und schon gar nicht unsere Gedanken und Gefühle. Wenn wir diesen Kernsatz nicht nur intellektuell verstehen, sondern tief in unserem Erleben verankern, verschiebt sich unsere Beziehung zu unserem mentalen Chaos grundlegend. Der Buddha lehrte, dass unser Leiden nicht aus den Dingen selbst entsteht, sondern aus unserer Anhaftung an die Illusion ihrer Beständigkeit, an unserem Wunsch, dass sie anders wären, als sie sind. Der verbotene Aspekt dieser Weisheit liegt nicht in einem Geheimnis, das verborgen werden muss, sondern in seiner kontraintuitiven Natur. Wenn wir versuchen, Gedanken oder Gefühle festzuhalten oder wegzuschieben, verstärken wir ihre Macht über uns. Nehmen wir ein Beispiel. Die buddhistische Praxis lehrt uns, den Geist nicht als etwas zu sehen, das kontrolliert werden muss, sondern als einen Ozean. Man kann die Wellen, die Gedanken nicht aufhalten, aber man kann lernen, nicht von jeder Welle mitgerissen zu werden. Die alte Geschichte vom Affengeist beschreibt einen unruhigen Geist, der ständig von Ast zu Ast springt, von Gedanke zu Gedanke. Die Lösung liegt hier nicht darin, den Affen zu fesseln, sondern ihn zu beobachten, ihn kennenzulernen, ohne sich von seinen Sprüngen mitreißen zu lassen. Dieser Ansatz steht im direkten Gegensatz zu dem, was wir gelernt haben: Kampf gegen das Unerwünschte. Doch die buddhistische Lehre
lädt uns ein, die Gedanken als das zu sehen, was sie sind. Flüchtige Ereignisse im Bewusstsein, die kommen und gehen, ohne dass wir uns an sie klammern oder uns von ihnen definieren lassen müssen. Dieser Perspektivwechsel ist befreiend. Es ist die Einsicht, dass unser Leiden nicht aus dem Vorhandensein von Gedanken resultiert, sondern aus unserer Identifikation mit ihnen und unserem Widerstand gegen ihre bloße Existenz. Die japanische Philosophie des Ikigai ergänzt dies auf subtile Weise. Ikigai, oft übersetzt als der Grund, warum man morgens aufsteht, ist nicht nur eine berufliche Berufung, sondern eine tiefere Ausrichtung auf das, was man liebt, was die Welt braucht, worin man gut ist und wofür man bezahlt werden kann. Wenn diese Elemente in Balance sind, entsteht ein Gefühl von Sinnhaftigkeit und Fluss, das den Geist auf natürliche Weise beruhigt. Ein Mangel an Ikigai kann zu einem Vakuum führen, das der Geist mit Grübeln und Sorgen füllt. Buddhistisch gesehen hilft Ikigai, die Anhaftung an oberflächliche Wünsche zu reduzieren und den Fokus auf eine tiefere, sinnvollere Existenz zu lenken, die weniger anfällig für die Turbulenzen des Geistes ist. Es ist eine Form der achtsamen Lebensführung, die unsere Handlungen mit unserem innersten Selbst in Einklang bringt und somit eine grundlegende Form der Selbstregulierung und des inneren Friedens schafft, die weit über das bloße Beruhigen von Gedanken hinausgeht. Die Verbindung zwischen dieser alten Weisheit und der modernen Wissenschaft ist faszinierender, als man vielleicht annimmt. Was die buddhistische Lehre als den Affengeist oder das Leiden durch Anhaftung beschreibt, findet in der Neurowissenschaft eine klare Entsprechung, das sogenannte Default Mode Network, DMN. Dieses neuronale Netzwerk, intensiv erforscht an Institutionen wie dem Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, ist besonders aktiv, wenn unser Geist nicht auf eine spezifische Aufgabe konzentriert ist. Es ist für Tagträume, Zukunftsplanung, Selbstreflexion und das Grübeln über die Vergangenheit zuständig, kurz gesagt, für das, was wir oft als mentalen Lärm empfinden. Wenn Sie das Gefühl haben, Ihre Gedanken kämpfen gegen Sie, dann ist es oft Ihr DMN, das auf Hochtouren läuft und unermüdlich Geschichten über Ihr Selbst, Ihre Vergangenheit und Ihre Zukunft spinnt. Forschung von Neurowissenschaftlern wie Richard Davidson an der Universität Wisconsin-Madison und Tanja Singer an der Universität Leipzig zeigt, dass Achtsamkeits- und Mitgefühlsmeditation die Aktivität des DMN reduzieren und die Verbindungen zu anderen Netzwerken stärken kann, die für Aufmerksamkeit und emotionale Regulierung zuständig sind. Es ist kein Ausschalten des Geistes, sondern ein Neuverdrahten der Beziehungen zwischen diesen Netzwerken. Das bedeutet, wenn die buddhistische Weisheit uns lehrt, Gedanken zu beobachten, statt uns mit ihnen zu identifizieren, dann entspricht das neurologisch einer Verringerung der Aktivität in den Bereichen, die uns in endlose Gedankenschleifen verwickeln. Es ist die Praxis der Entkoppelung von der Erzählung des DMN. Professor Dr. Judith Mangelsdorf, eine führende Persönlichkeit in der positiven Psychologie in Deutschland, betont, dass das Akzeptieren von Emotionen, statt sie zu unterdrücken, der Schlüssel zu psychischer Resilienz ist. Dies spiegelt direkt die buddhistische Lehre von der Akzeptanz der Impermanenz und dem Nicht-Anhaften wider. Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Schattenarbeit, ein Konzept aus der Jung'schen Psychologie,
das eng mit der buddhistischen Erkenntnis von der Notwendigkeit der Selbstbeobachtung korreliert. Schattenarbeit bedeutet, die unbewussten oder verdrängten Aspekte unserer Persönlichkeit, unsere Ängste, unsere Wut, unsere Scham ins Licht des Bewusstseins zu holen. Was wir als verbotene Gedanken oder Gefühle abtun, weil sie uns unbehaglich sind, ist oft unser Schatten, der im Verborgenen wirkt und uns sabotiert. Genau wie der Buddhismus lehrt, dass das Verstehen des Leidens der erste Schritt zu dessen Überwindung ist, zeigt die Schattenarbeit, dass die Integration dieser verdrängten Teile unsere Authentizität stärkt und innere Konflikte reduziert. Wenn wir unseren Schatten erkennen und akzeptieren, hören wir auf, gegen ihn zu kämpfen, und seine Macht über uns schwindet. Die Neurowissenschaft bestätigt, dass das bewusste Benennen und Erforschen von Emotionen, eine Kernpraxis in der Achtsamkeit, die Aktivität in der Amygdala, dem Angstzentrum des Gehirns, verringert und die des präfrontalen Kortex, dem Zentrum für Entscheidungsfindung und Regulierung, erhöht. Es ist, als würden wir durch das Hinsehen die alten automatischen Reaktionsmuster unseres Gehirns neu programmieren. Die wahre Offenbarung liegt also darin, dass die verbotene buddhistische Weisheit und die moderne Neurowissenschaft nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern zwei Sprachen sprechen, die dieselbe fundamentale menschliche Erfahrung beschreiben. Der Affengeist, den der Buddhismus seit Jahrtausenden beschreibt, ist neurologisch das Default Mode Network, DMN, ein natürliches, aber oft überaktives System, das den Großteil unseres mentalen Lärms erzeugt. Beide Lehren führen zur gleichen Erkenntnis. Unser Leiden entsteht nicht aus den Problemen selbst, sondern aus einem Geist, der das Leiden durch Anhaftung an Gedanken und durch Widerstand gegen die Impermanenz zur Perfektion einstudiert hat. Der Paradoxon, dass der Versuch, den Geist zu beruhigen, ihn nur chaotischer macht, löst sich auf, wenn wir verstehen, dass es nicht darum geht, den Geist zu kontrollieren, sondern unsere Beziehung zu ihm zu verändern. Diese neue Perspektive ermöglicht eine radikale Wendung. Ihr Geist ist nicht kaputt, sondern er folgt einer alten, tief verwurzelten Programmierung, die auf Überleben ausgerichtet ist. Doch sie haben die bemerkenswerte Fähigkeit, diesen Code umzuschreiben. Genau hier kommt die Synthese von Weisheit und Wissenschaft ins Spiel, und ein Ansatz wie der Mönchsmodus bietet eine Brücke zur praktischen Anwendung. Der Mönchsmodus ist keine esoterische Praxis, sondern eine bewusste Entscheidung, Ablenkungen radikal zu reduzieren und sich auf eine einzige Aufgabe oder ein Ziel zu konzentrieren, inspiriert von der disziplinierten Lebensweise von Mönchen. Es geht nicht darum, sich von der Welt abzukapseln, sondern darum, eine Umgebung zu schaffen, in der Ihr Geist zur Ruhe kommen kann, weil er nicht ständig von äußeren Reizen überflutet wird. In einem solchen Zustand der reduzierten Stimulation muss Ihr DMN weniger arbeiten und Ihr Geist kann sich auf natürliche Weise sammeln. Dies ist keine Magie, sondern angewandte Neuroplastizität. Stellen Sie sich Ihren Geist wie einen Teich vor. Wenn Sie ständig Steine hineinwerfen, indem Sie auf jede Ablenkung reagieren, jeden Gedanken beurteilen, wird das Wasser nie klar. Der Mönchsmodus ist wie das Aufhören, Steine zu werfen und das Warten, bis sich der Schlamm von selbst setzt.
Die Neurowissenschaft zeigt, dass sich bei wiederholter, ungestörter Konzentration neue neuronale Pfade bilden, die die Fähigkeit zur Aufmerksamkeitssteuerung stärken, sowie Quantenfelder ständig in Wechselwirkung treten und sich beeinflussen, so dialogieren auch Ihr Geist und der Kosmos unaufhörlich. Die Neurowissenschaft spricht hier von der engen Verbindung zwischen internen Zuständen und externen Reizen, während der Buddhismus dies als die Interdependenz aller Phänomene beschreibt. Ihre innere Klarheit ist nicht das Ergebnis eines Kampfs, sondern der Erkenntnis, dass das Feld ihres Bewusstseins sich von selbst beruhigt, wenn sie aufhören, es aktiv zu stören. Der wahre Frieden ist die Stille, die nicht erzwungen wird, sondern natürlich entsteht, wenn wir die Natur des Geistes verstehen. Diese Erkenntnis eliminiert nicht den Schmerz oder die Herausforderungen des Lebens, aber sie transformiert ihre Beziehung zu ihnen. Es geht nicht darum, ein Leben ohne Schwierigkeiten zu führen, sondern darum, die innere Haltung zu den unvermeidlichen Turbulenzen zu verändern. Die wahre Freiheit liegt nicht in der Abwesenheit von Gedanken, sondern in der Freiheit von der Tyrannei ihrer Gedanken. Wenn Sie verstehen, dass Ihre mentalen Zustände flüchtig sind, können Sie sich von der ständigen Notwendigkeit lösen, sie zu fixieren oder zu verdrängen. Dies ist eine Form der authentischen Resilienz, die nicht auf toxischer Positivität basiert, sondern auf der Fähigkeit, die Realität so zu umarmen, wie sie ist. Mit all ihren Licht- und Schattenseiten. Eine einfache, aber tiefgreifende Praxis, die aus dieser Synthese entsteht, ist die der achtsamen Beobachtung ohne Urteil. Nehmen Sie sich für nur 5 Minuten am Tag Zeit, vielleicht morgens oder abends. Schließen Sie sanft die Augen und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Atem. Wenn Gedanken auftauchen, und sie werden auftauchen, denn das ist die Natur des Geistes, versuchen Sie nicht, sie wegzuschieben oder zu beurteilen. Stellen Sie sich vor, sie sind wie Wolken am Himmel, die vorbeiziehen. Sie sehen sie, erkennen ihre Existenz an, aber sie steigen nicht in jede Wolke ein. Kehren Sie einfach immer wieder sanft zum Atem zurück, dem Anker in der Gegenwart. Dies ist keine Übung zum Leermachen des Geistes, sondern zum Trainieren der Aufmerksamkeit und zur Reduzierung der Identifikation mit dem mentalen Lärm. Es ist ein Akt der Selbstmitgefühl, der es Ihnen erlaubt, mit dem zu sein, was ist, ohne sich dafür zu verurteilen. Diese Praxis ist ein erster Schritt, um die Neuroplastizität Ihres Gehirns zu nutzen. Jedes Mal, wenn Sie sich entscheiden, einen Gedanken zu beobachten, anstatt sich von ihm mitreißen zu lassen, stärken Sie die neuralen Pfade, die für Bewusstheit und Selbstregulierung verantwortlich sind. Der Mönchsmodus, selbst in kleinen Dosen angewendet, schafft die äußeren Bedingungen für diese innere Arbeit. Wenn Sie beispielsweise 1 Stunde am Tag bewusst ohne Ablenkungen verbringen, um eine einzige Aufgabe zu erledigen oder einfach nur zu sein, trainieren Sie Ihren Geist, sich auf natürliche Weise zu sammeln. Es ist eine fortlaufende Reise, keine einmalige Destination. Die Transformation ist möglich, aber sie erfordert konsequente Übung. Keine Wunder. Die Schwierigkeiten auf diesem Weg sind keine Zeichen des Scheiterns, sondern integrale Phasen des Fortschritts. Ihre Fähigkeit, sich selbst mit Weisheit zu begegnen, wächst mit jeder beobachteten Wolke, jedem bewussten Atemzug. Wenn Sie bereit sind, Ihre Beziehung zu Ihrem Geist neu zu definieren und wahre Klarheit zu finden, dann ist es Zeit für eine kollektive Aktivierung. Wenn Sie wählen,
die Wellen Ihres Geistes zu beobachten, anstatt von Ihnen überwältigt zu werden, dann kommentieren Sie jetzt: Glowacki, ich akzeptiere meinen Geist. Ihre Worte sind eine kraftvolle Intention, die Ihre neue Realität manifestiert. Teilen Sie diese Einsicht mit jemandem, der sich im mentalen Lärm gefangen fühlt, denn gemeinsam können wir dieses Signal verstärken und die Brücke zwischen alter Weisheit und moderner Wissenschaft für so viele wie möglich zugänglich machen. Abonnieren Sie diesen Kanal und liken Sie das Video, um Teil unserer Gemeinschaft von Suchenden zu bleiben.